So, da sind wir wieder bei The Suicide of Rachel Foster. Ja, ich habe jetzt die ganze Story nochmal von vorne gespielt, bis zum Tag 9, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil ja bei dem kurzen Video vom letzten Mal, wo ich ja diesen mysteriösen Bug erwähnte, dass wir da nicht vorangekommen sind und nicht weitergekommen sind, hatte ich halt keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als alles nochmal zu spielen. Oh, sorry. Und ja, habe jetzt doch keine Tage oder Wochen das vor mir hergeschoben. Ich habe sofort, nachdem ich dieses kurze Video gemacht habe, habe ich kurz überlegt und mir gedacht, komm, scheiß drauf. Spiel's jetzt nochmal von vorne. Und dann, wenn wir wieder hier sind, starten wir den Stream und dann knallen wir das Spiel jetzt auch durch und dann haben wir es hinter uns. So, jetzt können wir nämlich hier melden, was wir vorher nicht konnten und jetzt, ohne langes Gequatsche, rein in Tag 9. Irving, Finally. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe her It's my dad. father. Aber er ist doch tot. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Okay. Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ob ihr Vater Rachel umgebracht hat. So wie es aussieht, hat er sogar ein Verhältnis mit ihr gehabt. Sie war ja noch minderjährig. Und er hatte vielleicht Angst, dass das alles rauskommt und hat sie deswegen getötet. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall versteckt hier jemand lauter Hinweise und will, dass wir uns erinnern an unsere Vergangenheit. Die Frage ist nur, wer? Und jetzt können wir hier endlich weitermachen. Und das Game auch durchspielen. So, was war jetzt nochmal? Ich sollte einen Blick ins Mezzanin werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Was ist denn Mezzanin? Ah. Ah, das ist diese Zwischenebene. Also hier, das hier praktisch über der Rezeption. Und ja, beim letzten Infovideo, das letzte was kam, hat ja schon gesagt, was ist. Hier standen ja Kisten. Jetzt stehen keine mehr da und jetzt können wir diesen Raum betreten. Wo man ja deutlich gesehen hat, dass da ein Raum ist. Ach du Scheiße.
Lul. Lauter Schaufensterpuppen. Und ein Hockeyspieler. Alter, da hat einer richtig was vorbereitet hier. Vielleicht will sich der Rachels Vater an uns rächen oder so. Warum auch immer. Alter. Ein Baby? Was wir den erschlagen wollen? Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! Da steht If you're Nicole listening drauf. to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Oh, was mit Irving jetzt los? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Hat der Wessi gerade getrampelt? Was? Ich habe gerade Hello gehört. So der das gesagt hat. Okay, das sieht so aus, als hätte jemand mit unserem Hockeyschläger Rachel erschlagen. Warum das Baby? War Rachel schwanger? Von ihrem Dad? Oh mein Gott. Könnte sein. Aber wer ist der, der zuschlägt? Alter. Die Geräuschkulisse ist schon teilweise sehr eklig in dem Game. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Was? What? Are you drunk? Oh Keep Mann, nein. going. Nein. Hello? Hello, Irving. Irving ist das. Ich hab's mir fast schon gedacht, ich wollte es nicht vorwegnehmen. Um eventuell es zu spoilern schon. Irving. Ist der Mörder? Hat doch gerade einer auch geklingelt. Steht jetzt hier was dran? Ne, hier steht eine Reception. Die Rose nach wie vor. In 217. Aber wo soll ich jetzt hin, ist die Frage. Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im 2. Stock? Mysteriöse Stiefel, die waren noch die ganze Zeit nicht da, oder? Die muss ja einer gerade hier jetzt hingestellt haben, muss ja gerade einer gekommen sein. Das ist Irving, 100 Pro, das ist Irving, der hat uns die ganze Zeit hier beobachtet. Unterm Teppich vielleicht irgendwas? Na moin. Ich gehe mal in die 2. Etage.
jetzt ist das Wolfsbild weg. Es ist hier nur noch ein Bild von einem Wald. Kein Wolf. Und Geflüster. Und einer, der hier oben rumrennt. Ja, 217 komme ich noch nicht rein. Da unten durch die Raum, wo die Puppen waren, konnte ich ja nicht durchlaufen. Da war ja kein weiterer Durchgang mehr. Ach, jetzt ist hier offen. Wo willst du mich hinhaben, Irving? Du Mieser. Machst einen auf Friend? Machst einen auf richtig guten Menschen? Ach du Scheiße. Der hat sich hier die ganze Zeit eingenistet. Transmissions, Beweise, Car Engine. Hat er unser Auto auch lahmgelegt, dass wir nicht mehr wegkommen. Der hat alles bis aufs Kleinste geplant. So wie es aussieht. Alter. Funksprechgerät, Montana Weather. Mixtape. Clinky Christmas. Das hat er abgespielt. Ja, das hat er abgespielt wahrscheinlich. Das waren diese Geräusche, wo wir mit diesem Tongerät dieses Klingen verfolgt haben, wo sie dann herausfand, dass es von den Kronleuchtern war. Das hat er wohl abgespielt, dieses Tape. Christmas 1980, ja. Nicole's Data. Ist das wir? Ist das Nicole? Helena Forest, Plage unknown. Aha. Strange Lights. Hier beim Hockeyspiel. Nicole May, 1982. Alter, der ist ja total besessen. Der hat alles über sie herausgefunden, was es gibt. Deswegen hat er auch mal irgendwann gesagt, du bist mir nicht fremd. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him.
Ne, Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind ja, all of them. alles sein Werk. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. Nicole. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. Aha. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel war seine Schwester. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was... your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Krass. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Krass. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Okay. Also Irving ist Rachels Bruder und hat den Selbstmord seiner Schwester nicht verkraftet, weil die in Nicoles Vater verliebt war und für den Vater wahrscheinlich nur so eine kleine Affäre war oder so. Sie aber mehr wollte und der Vater sie dann abgewiesen hat, hat die Kleine sich umgebracht.
Und ihr Bruder hat das nicht verkraftet. Und so hat er jetzt Nicole hergeholt, die Hinterbliebene. Und sie soll Zeugnis ablegen. Was er damit jetzt meint. Boah, auf Klo hat er Bilder von dem Raum. Nicoles Auto, das Auto der Mutter. Oh, Irving. Mach jetzt hier aber keine Scheiße. Der Dachboden. Wo ist Irving? Spiele ich mal noch nicht ab. Oh, da ist ein Schlüssel. Dann muss ich es wohl abspielen. Schreibmaschine, da hat er. Wurde das alles geschrieben, dass sie da hin soll und das alles nochmal inspizieren soll und so. Das hat alles er mit dieser Schreibmaschine geschrieben. Und hier hat er gepennt. Das ist Rachel. Oh Mann, Irving. Okay, sie gerade ein bisschen nackt gemalt. Kann ich dahinter? Nee. Okay. Ist unter der Tafel was? Nee. Ich erstmal hier, bevor ich das anmache, umsehen, aber es scheint nichts weiter zu geben. Projektor an. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it.
Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Was? Mörder. Murderer. Hat er sich wirklich umgebracht? Wenn jetzt hier schon ein Mörder steht. Alter. Aber wer hat das jetzt hier geschrieben? Oder ist er jetzt wirklich hier unterwegs als Geist? Schlüssel. Claire. Ist jetzt hier was aufgegangen oder so? In Claires Auto. Ist die Mutter Claire? Was willst du mir sagen, Irving? Keiner steht. Alter. Jetzt habe ich mich aber erschrocken bei den Türen gerade. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. Warte mal ganz You kurz. were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door.
Trophäe reiten. Eine Pack Rat hieß die Trophäe. Kann ich abhauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Was habe ich jetzt bekommen? Was ist in dieser Decke? Wasch sie. 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 Okay, ich soll wohl die Decke waschen, denke ich. Der Waschraum war doch hier auch irgendwo. Boiler Room. Bin mir nicht mal sicher. Okay. Bin nicht mehr sicher, wo der war. Auf jeden Fall hier unten irgendwo. Wo die ganzen Waschmaschinen stehen. Hier unten glaube ich nicht. Laundry, hier sind wir. Waschmaschinen. Ich kann aber hier nichts waschen. Oder hier. Waschbecken. Hier ein altes Hemd von ihrem Dad wahrscheinlich. Okay, da war die Zahnspange drin. Oh, God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. Kids' eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. Ihre Mutter hat Rachel getötet. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think.
And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her. Oh In the Gott. trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Krass. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. Ja, die waren ja noch Kinder, was hätten sie denn da... Oder was hätten sie denn machen können? Here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Oh Mann. Irving. I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Alter. Trophäe alone. Okay, das ist im Auto. Ist ihre Schlüssel wieder gefunden? Zahnspange in der Hand. Achso. Ruft der Anwalt an. Nicole, it's me, Jenkins, the attorney.
Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Okay. Wait a sec, let's talk. And there's also my fee. Gangschaltung. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us. Alter, die ist ja vollkommen durchgedreht jetzt. It would be so nice to be all together. Die hat es ja gar nicht verkraftet, die Wahrheit. Dad, it would be so nice. Gangschaltung benutzen. Kann ich was anderes noch machen? Was ist das eigentlich hier für ein Rohr? Was hier rein hängt? Was hier wohl hier reingehangen hat und dann so befestigt hat, dass es hier drin bleibt. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. Ach du Scheiße. It's getting dark. I can't see the light. Ausschalten. Selbstmord ist keine Lösung, Mann. All together again, Trophäe erhalten. Selbstmord ist nie eine Lösung. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Okay, das war's. War schon eine krasse Geschichte. Aber ich frage mich jetzt am Ende, wenn ich nichts gedrückt hätte, wäre sie dann jetzt im Auto gestorben und hätte Selbstmord begangen? Und dadurch, dass ich gedrückt habe, zweimal, habe ich jetzt ihren Selbstmord verhindert. Oh Mann, dann war es am Ende so, dass der Vater mit der Rachel ein Verhältnis hatte. Claire, die Mutter, es rausgefunden hat. Die Rachel dann auch schwanger war von dem Vater. Die Mutter das rausgefunden hat und aus Hass Rachel umgebracht hat. Genau an dem Tag, wo das Hockeyspiel von Nicole war und mit dem Hockeyschläger von Nicole Rachel erschlagen hat. Und dann es so dargestellt hat wie ein Selbstmord. Krass. Und mit diesem Mord hat sie all die Jahre gelebt. Und allein schon wie kaltblütig die Mutter war. Hat die umgebracht, dann kam ihre Tochter
Und dann ist sie mit der zum Spiel gefahren, so lieb und nett und alles so, alles war super. Hat sie noch angefeuert beim Hockeyspiel, so als wäre überhaupt nichts gewesen. Und dabei war die tote Rachel mit ihrem ungeborenen Baby. Lag im Kofferraum. Und Nicole hat natürlich davon überhaupt nichts gewusst. Und dann während des Spiels ist die Mutter dann schnell losgegangen und hat Rachel entsorgt und hat es dann so aussehen lassen wie ein Selbstmord. Ja, wie Irving sagte, ne? Früher im Spiel, manchmal sollte man die Wahrheit begraben lassen. Man weiß nie, was herauskommt. Aber am Ende ist doch die Wahrheit immer das Richtige, egal wie schlimm sie auch sein mag. Ja, und für Nicole hat man ja gesehen, die kam überhaupt nicht klar mit der Wahrheit. Dass ihr Vater die Mutter betrogen hat mit einer 16-Jährigen und die Mutter dann daraufhin diese 16-Jährige auch noch umgebracht hat. Und sie mit der am Auto rumgefahren ist, ohne das zu wissen. Mit der Leiche und alles. Schon krasse Geschichte. Hat mir wirklich gefallen, das Game. War zwar jetzt nicht wirklich horrorlastig, wie gesagt, mehr wie so ein Krimi. Aber die Story am Ende war dann doch schon ziemlich heftig, wie es alles dann ans Licht kommt. Irving, der Selbstmord begeht, Rachel wiedersehen möchte, die Nicole vollkommen durchgedreht, verkauft das Hotel jetzt doch nicht mehr und lebt mit ihren Wahnvorstellungen jetzt da wohl weiter, stellt sich ihre Eltern vor, wie alle glücklich und zufrieden sind mit Irving und mit Rachel zusammen, wie sie da alle friedlich im Hotel zusammenleben. Ja, wow. War doch ziemlich heftige Story am Ende, wie ich finde. Und dann haben wir es dann doch noch durchbekommen. Hat zwar dann doch alles jetzt länger gedauert als eigentlich gewollt, weil, wie gesagt, musste ja komplett jetzt nochmal das Spiel von Anfang an starten und komplett durchspielen, damit wir das Ende jetzt hier noch sehen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und ja, ich wollte es halt auch nicht ewig wieder so ewig aufschieben. Weil es sind ja noch einige andere Spiele, die ich mal angefangen habe, aber nicht weitergespielt habe, die auch irgendwann mal weitergehen sollen. Also ich will alles irgendwann auf jeden Fall abschließen. Aber das war's jetzt erstmal hier mit The Suicide of Rachel Foster. Was am Ende kein Suicide war. Ja, dann bedanke ich mich fürs Ansehen und wer Bock hat, kann auch ein Like da lassen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Game. Bis dann und ciao.